Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute in diesem wunderschönen Herbstwetter bei uns im schönen Stowe an einem der letzten schönen Tage im Jahr wollen wir euch mal zeigen, was man mit 636 und Einzelbetten alles erreichen kann und haben uns dafür zwei von außen identische Autos, von innen grundverschiedene Autos rausgesucht. Und zwar einmal ein Pössl Road Cruiser XL, einmal ein Lastrada Avanti EB. Beide 6,36 Meter lang, beide 2,89 Meter hoch. Beide mit super interessanten Rundrisskonzept, und wo die Unterscheidungen sind, was die Preise sind und was für euch die richtige Lösung sein könnte, das schauen wir uns in diesem Video gemeinsam an. Und damit ihr wisst, worum es geht, erstmal ein paar Eindrücke vorab und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen mal, wie es weitergeht. Jemand, der einfach nur sagt, ich vergleiche die Fahrzeuge mal und schnapp mir die Grundrisse und legt die nebeneinander, wird auf den ersten Blick sagen, hey, wir haben zweimal 636, wir haben zweimal Längsbetten, wir haben zweimal in der Mitte die Nasszelle, wir haben zweimal vorne die Sitzgruppe und zweimal eine Küche. Wo ist der Unterschied? Und das ist das, was ich euch so ein bisschen zeigen will, weil wir immer wieder feststellen, wie unterschiedlich eure Bedürfnisse sind. Und ich glaube, gerade daran kann man das wunderbar sehen. Der Avanti EB hier vorne von Lastrada zum Beispiel ist ein Fahrzeug, wo ihr wahnsinnig viel individualisieren könnt, wo ihr euch ganz viele Dinge selbst überlegen könnt und wo man auch schon in dem Fahrzeug gleich sehen wird, dass wir verhältnismäßig viel an den Fahrzeugen immer auch ändern. Und der Road Cruiser XL ist ein Fahrzeug, wo man einfach ganz klar sagen kann, der Wagen ist mehr von der Stange in Anführungsstrichen. Das heißt, ihr habt ab Werk viel weniger Optionen. An dem Fahrzeug kann man aber auch wunderbar sehen, wie viel davon wir im Nachgang umbauen können. Das ist zum Beispiel ein Fahrzeug, unglaubliche Stehhöhe, unglaubliche Bettlänge, mit dem Raumbad eine ganz tolle Raumökonomie. Und das ist ein Fahrzeug, alles drin, was das Herz begehrt, mit allen möglichen Wassersensoren, Trockentrenntoilette und allem, was dazugehört. Ja, und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und fangen wahrscheinlich am besten von hinten an, weil man da schon viel sehen kann. Oder fangen wir doch von vorne an? Wir fangen doch von vorne an, weil der entscheidende Unterschied ist eigentlich, dass das Grundkonzept der Hersteller unterschiedlich ist. Und zwar sagt Lastrada, wir haben ja normalerweise sind die Fahrzeuge ungefähr 2,65. Jetzt haben wir bei beiden den Jumbo-Kasten, das heißt 2,89 Meter Blechaußenhöhe. Lastrada sagt, wir schlagen das nicht alles der Stehhöhe zu, sondern wir machen eine vernünftige Stehhöhe rein, aber trotzdem einen doppelten Boden. Das heißt, wir gehen hier die Stufe rein und gehen gleich eine Stufe hoch und haben, ich gehe mal rein, trotzdem innen drin im Vergleich zu jedem anderen Fahrzeug, meine 1,92 Meter, der Referenz-Markus quasi, der in der Mitte steht, hier über mir noch richtig Stehhöhe. Ich habe mich gut vorbereitet, damit wir das auch wirklich mit Fakten haben und haben hier im Fahrzeug eine echte Stehhöhe von 1,96 Meter. Stehhöhe ist das eine, was wir gewinnen. Das zweite, was wir dadurch gewinnen, ist, dass wir hier mit dem Doppelboden aber eben auch ganz viel Stauraum gewinnen. Und zwar einmal hier für die Schuhe. Hier sind noch zwei Fächer drin. Da hinten ist noch ein Fach. Und genauso haben wir, das macht Lastrada ganz geschickt, den Doppelboden unter der Küche auch genutzt mit diesem schicken Ausziehtischlein. Stauraum oder einfach Beistelltisch, und das ist was man super machen kann. Einfach, wenn man irgendwo auf einer Raststätte ist, sich einfach hinsetzen, nur einen Stuhl dazu und einen kurzen Snack machen. Und dann gehe ich rein und dann habe ich 1,96. Und Pössl macht das ganze Thema ganz anders und deswegen gehen wir jetzt rüber und gucken, wie hoch die Stehhöhe beim Road Cruiser XL ist. Pössl wiederum geht einen ganz anderen Weg. Ihr habt eben gesehen, wo ich drin gesessen habe. Hier ist die Stufe erst ein bisschen später und wie bei jedem anderen Kastenwagen steht der Tisch auf dem Podest, aber die eigentliche Bodenhöhe ist die gleiche. Das hat zur Folge, dass wir hier nicht nur die 1,96 von drüben haben, sondern dass das, traue ich mich ja, eins der wenigen Fahrzeuge ist. Ich spiele Basketball, deswegen muss ich aufpassen, dass ich nicht zu hoch hüpfe, aber ich kann richtig hoch hüpfen. Und wir haben hier echte 2,13 Meter. Also ein Kastenwagen mit einer Stehhöhe von deutlich über 2 Meter. Warum das hier so ist,
wird nachher das Bett beantworten, nämlich auch das ist deutlich groß. Also dieses Auto heißt nicht nur XL, weil es ein großer Kastenwagen ist, sondern weil es auch für euch XL-Riesen da draußen gemacht ist. Das Ganze ist aber dann halt auch so ein bisschen immer dem Grundansatz geschuldet. Lastrada macht an vielen Stellen immer einen sehr aufwendigen Weg. So ein Doppelboden kostet Geld, muss gebaut werden, verschluckt viel Material, all solche Dinge. Und Pössl macht an vielen Stellen immer so ein bisschen den Weg, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gibt. Ich will nicht sagen, dass hier Dinge weggespart werden, aber viele Dinge sind einfach nicht so aufwendig gemacht. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch und ich zeige euch an einigen Stellen, wo die Unterschiede sind, damit man dann einfach für sich selber bewerten kann, ist mir der Preisaufschlag Lastrada das wert? Weil ehrlicherweise, und das muss man vielleicht auch eingangs sagen, wir haben eine relativ große Preisdifferenz zwischen beiden Fahrzeugen. Wir haben hier in dem Road Cruiser XL, wir haben einen Fiat Ducato, 160 PS, Alufelgen, Anhängerkupplung, Automatik, sogar schon Busbiker, 220 Watt Solaranlage, automatische Sattanlage und all solche Dinge mit dabei. Also ein richtig schön voll ausgestattetes Auto, Luftfeder, aufgelastet auf 4,25 Tonnen. Viel mehr kann man hier nicht tun. Das ist ein Auto Modelljahr 21, also mit einem 6D Temp-Motor. Dann haben wir einen Listenneupreis von so einem Fahrzeug ungefähr 73.000 Euro. Ich habe das mal grob zusammengerechnet. Um so ein bisschen zu relativieren, weil ich immer mal wieder sagen werde, was der Lastrada besser macht oder zumindest aufwendiger, muss einem aber eben auch klar sein, dass wir beim Lastrada, der drüben auch voll ausgestattet steht, also glücklicherweise, der hat sogar den größeren Motor, aber auch Automatik, auch viele Assistenzsysteme, Pilotensitze, auch eine Anhängerkupplung, Navigation, Rückfahrkamera, alles was das Herz begehrt, viel Fahrzeugabsicherung. So wie der Wagen dort steht, den wir haben wir beim Avanti EB von Lastrada einen Listengrundpreis, sondern einen Listenpreis mit der gesamten Ausstattung von ungefähr 100.000 Euro. Das heißt, wir sprechen über grob 30.000 Euro Differenz zwischen beiden Fahrzeugen. Das erscheint auf den ersten Blick viel. Das ist einerseits ein bisschen unfair, weil wir drüben solche Umbauten wie Trockentrenntoilette und sowas mit drin haben, was ja auch alles viel Geld kostet. Ist aber eben auch ein Auto, was ihr euch individuell zusammenstellen könnt in Sachen Hölzern und all solchen Dingen. Und da muss man halt einfach für sich bewerten. Aber auch wenn wir die Autos vergleichbar ausstatten würden, bleibt eine Differenz von, ich denke, 15.000 bis 20.000 Euro, je nachdem, was die Dinge sind, die euch wichtig sind. Und da muss man einfach für sich hinsetzen und sagen, A, habe ich das Geld? Und B, will ich das auch ausgeben? Weil ja auch dieses Fahrzeug, wenn ihr nach Südfrankreich an den Atlantik fahrt, nicht das Wetter besser oder schlechter macht und der Urlaub wahrscheinlich von eurer Stimmung und von dem Wein, dem Parmesan oder wahrscheinlich in Frankreich dann eher Brie abhängt. Und wir wollen da gar nicht groß beeinflussen, wir wollen euch aufzeigen, was die Möglichkeiten sind. Wir können euch beides liefern und wir freuen uns, wenn ihr euren Wagen nachher bei uns bestellt. Und ob es ein Lastrada oder ein Pössl ist mir in Anführungsstrichen erstmal egal. Wichtig ist, dass es das richtige Auto für eure Verhältnisse ist. So viel zur Vorgeschichte. Das, was wir hier haben, wenn wir mal so ein bisschen den Blick nach hinten schweifen lassen, ist das, was Pössl als einer der wenigen Hersteller macht und ganz konsequent in vielen Fahrzeugen umsetzt. Wenn wir nämlich Fahrzeuge haben, in denen wir besonders lange Betten oder besonders wenig Raum zur Verfügung haben, macht Pössl viel dieses Raumbad in die Fahrzeuge rein. Raumbad heißt das, weil es von der Raumökonomie wahnsinnig gut ist, weil in dem Augenblick, wo die Toilette nicht in Benutzung ist, sie sehr wenig Platz zur Verfügung hat oder sehr wenig Platz wegnimmt und auf einen kleinen Raum zusammengefaltet wird. Und so kann ich in einem Fahrzeug eine relativ große Sitzgruppe und ein relativ langes Bett realisieren. Und wenn ich duschen will, kann ich das hier einfach wunderbar vorziehen und habe hier eine richtig große separate Dusche. Und beim Lastrada habe ich eine eckige Nasszelle, in der ich aber auch gut duschen kann. Und so sieht es in der Nasszelle vom Lastrada Avanti EB aus. Ihr seht schon auf dem ersten Schritt, ist es etwas enger, wenn ich drin bin. Es reicht trotzdem zum Duschen und es ist trotzdem so, dass ich gut an das Waschbecken und alles rankomme und die Toilette benutzen kann, aber es ist halt ein grundverschiedenes Prinzip. Wir haben eben nicht das Raumbad, was in den Raum reinragt, sondern eine klassische Nasszelle. Für denjenigen, der sagt, ich will wirklich auf Klo eine Tür hinter mir zumachen, ist da einfach eine deutlichere Trennung. Dafür ist es aber etwas enger. In dem Wagen hier, kleine Besonderheit, die wir gebaut haben, oder die nicht wir gebaut haben, sondern die wir umgebaut haben. Wir haben hier eine Trockentrenntoilette drin. Das ist eine Airhead-Toilette mit einem Urintank hier vorne 7 Liter, mit dem Feststofftank für
quasi Fäkalien Typ 2 und dem Rührwerk, um das alles richtig schön zu vermixen. Damit drin, wer sich für das Prinzip Trenntoilette interessiert, kann sich das mal in Ruhe anschauen. Wir verlinken euch mal oben in der Ecke ein kleines Video. Da haben wir mal so einen Umbau dokumentiert und da erklären wir auch ein bisschen, wo die Unterschiede zwischen den verschiedenen Toilettentypen sind und was der Vorteil davon ist. Ist eine spannende Sache. Scheiden sich die Geister dran. Muss jeder für sich selber entscheiden. Man ist aber prinzipiell autarker und mit weniger Chemie unterwegs. Der Vorteil der Lastrada-Toilette ist, dass, wenn ich sie nicht in Benutzung habe, ich die Tür aufmachen kann und eben diese Möglichkeit habe, so einen Schritt zur Seite zu gehen und den Kühlschrank, der hier super elegant auf, ja nicht richtig Augenhöhe, nicht richtig Bodenniveau ist, den Kühlschrank richtig gut benutzen zu können und auch wenn man mal aneinander vorbeigehen will, sich einfach aus dem Weg gehen kann und damit einfach gefühlt mehr Raum hat. Auch mit diesem leicht zurückgeschnittenen, das sehen wir gleich drüben beim Pössl, da ist es mehr oder weniger eine gerade Wand, habe ich hier einfach so mein Schwenkraum, der einfach da ist, aber eben auch nicht die ganz klare Trennung zwischen Wohnen und Schlafen. Hinten anschließend haben wir hier die Betten. Und das, was ihr als erstes seht, ist, dass ich gleich von euch quasi 1,50 Meter weggehe, weil wir einen Mittelgang haben. Den kann ich zwar verschließen und mit den Kissen, davon habe ich 2, nachher auch eine durchgehende Matratze zu machen, beziehungsweise wird das rübergezogen. Ihr habt nachher die Matratze hier dran und wir schließen damit nur die Lücken an der Seite. Aber von der Grundidee ist es so, dass wir hier echte Längsbetten haben mit dem Mittelgang. Also eine viel klarere Trennung und einen etwas komfortableren Einstieg nach innen und außen. Das macht man eben, um diesen komfortableren Einstieg zu haben, aber auch um den Stauraum, der ja bei den meisten Fahrzeugen unterm Bett ist, guck mal, wie tief die Schublade ist, hier mit nutzen zu können. Mit riesengroßen Schubladen auf der einen Seite. Hier ist noch eine zweite, die mir auch weiter rausgeht. Und auf der anderen Seite, dahinter ist der Gaskasten. Und hier oben, ach guck mal, da sieht man auch schön die Beleuchtung. Hier ist zum Beispiel so eine indirekte Beleuchtung mit drunter, dass man heilen Fußes ins Bad kommt nachts. Und mit dem Kleiderschrank hier, der erstmal wie eine kleine Klappe aussieht. Wenn man aber guckt, wie tief das Ganze runtergeht, dann habt ihr eben auch einen richtig großen Kleiderschrank, der da ist. Und insgesamt einfach ein anderes Konzept vom Bett. Dadurch, dass die Nasszelle und die ganze Aufteilung aber ein bisschen mehr Platz wegnimmt, sind die Betten hier etwas kürzer. Wir nehmen mal hier die Maße. Das ist jetzt ein unfairer Vergleich, weil der Road Cruiser XL das größte Bett am Markt hat gefühlt. Wir haben hier auf der Seite 1,95. Da müssten es dann 10 cm weniger sein. Jo, 1,85, also genau 10 cm Unterschied. Vom Schlafen, also da der etwas kleinere oder die etwas kleinere, da der oder die etwas längere. Und man kann so ein bisschen sehen, wo die Preisdifferenz bei Lastrada herkommt. Wir haben hier eine dicke Kaltschaummatratze mit abnehmbarem Bezug, mit punktelastischen Lattenrosten unten drunter. Ihr habt alles rundherum mit diesem Iso-Velour gepolstert, was zum einen total komfortabel vom Feeling ist und auch wenn man sich da so nachts anlehnt, das ist einfach, fühlt sich schön an, schluckt viele Geräusche und nivelliert auch so ein bisschen das Raumklima. Und wenn wir nachher in den Stauraum gucken, sieht man auch nochmal, ihr seht hier wenig von der Hecktür, weil Lastrada eben eine sehr überlappende Hecktür-Isolierung macht und man damit eine etwas bessere Isolierung nach hinten hat. Und der größte Unterschied, glaube ich, vom Gefühl hier, merkt euch einfach mal den Eindruck und wir setzen uns gleich drüben auf die Kante. Wir haben die Fenster hier auf Oberkörperniveau und wir sind ja eh schon sehr hoch. Das heißt, ihr könnt im Bett super gut rausgucken. In alle Richtungen. Falls ihr euch ein Avanti eB bestellt, das ist nicht Serie, das müsst ihr separat bestellen. Die anderen sind serienmäßig mit dabei. Aber die Fenster sind eben hoch, dass euch keiner reingucken kann. Also ihr könnt quasi nackt aus dem Bett aufstehen und nackt rübergehen in euren Road Cruiser XL. Und dann könnt ihr euch theoretisch auch hier nackt aufs Bett setzen. Und dann merkt ihr aber, hier sind die Fenster etwas niedriger. Sie sind zum einen sehr viel größer, muss man ehrlicherweise sagen. Sie sind aber niedriger. Das heißt, hier könnt ihr zwar toll liegend rausgucken, aber dementsprechend kann euch auch jemand reingucken. Ihr seht schon, ich sitze nicht ganz so weit weg von euch wie eben, weil hier der Mittelgang nur angedeutet ist. Wir haben aber auch 2 super komfortable Stufen, die man reinpacken kann. Hier haben wir den Wagen jetzt ab Werk mit der sogenannten berühmten 7-Zonen-Kaltschaummatratze bestellt. Das ist bei Pössl eine Option. Und darunter haben wir ein normales, klassisches Lattenrost. Wer übrigens die Unterschiede zwischen den verschiedenen Road Cruiser Modellen sehen will, für den verlinken wir euch oben auch nochmal das Video. Wir haben so ein Vergleichsvideo zwischen verschiedenen Road Cruiser Varianten, damit ihr sehen könnt, welche Fahrzeuge es mit dem Raumbad gibt
und ihr einfach eine Idee davon bekommt, ob ihr eher hoch oder flach haben wollt. Was halt hier ganz klar der Fall ist, ist, dass wir ein bombastisches Bett haben. Ich messe mal wie drüben bei Lastrada von der Tür aus. 2,10 Meter auf der Seite. Und hier müsste es auch ein bisschen kürzer sein. 1,95 Meter, knapp 1,96 Meter. Also einfach wirklich Betten für große Menschen. Hier ist Platz für alles, was man sich so vorstellt. Insgesamt aber ein bisschen anders aufgeteilt. Dadurch, dass das Bett etwas niedriger ist als drüben beim Lastrada, haben wir hier ein bisschen mehr Raum zu den Schränken und hier große Schränke oben drüber mit den offenen Ablagen drunter. Das ist beim Lastrada, dadurch, dass wir ja auf den Doppelboden aufbauen, alles ein bisschen kleiner, weil ihr eben den großen Stauraum unterm Bett habt. Und so muss einfach, ihr seht schon, es ist immer wieder was Unterschiedliches, was da ist. Wenn man natürlich den Mittelgang hier komplett unterschiedlich macht, dann ist vor allem auch der Heckstauraum unterschiedlich. Und deswegen gehen wir drei, also ihr da draußen und wir hier drin, einmal außen ums Auto und gucken mal jetzt hinten in den Heckstauraum rein. Egal für welchen der beiden Wagen ihr euch entscheidet, ihr könnt den Wagen immer mit einem Busbiker ausstatten. Das ist quasi eine Fahrradbühne, die ihr voll beladen zur Seite schwenken könnt. Das heißt, auch wenn hier zwei E-Bikes, Zuladung sind 70 oder 80 Kilo drauf sind, könnt ihr die ohne Stützrad, das ist hier das Wichtige, zur Seite wegklappen und könnt an beide Heckklappen rankommen. Wir haben hier eben den Road Cruiser XL und man sieht schon auf den ersten Blick, wir haben einen etwas tieferen Stauraum, der aber von der Breite hier an der Seite den Gaskasten hat und drüben den Frischwassertank und da einfach den Raum insgesamt anders aufteilt. Wir haben hier diese Stufen, die ihr von drin gesehen habt, kann man übrigens wegnehmen. Eine Ladetiefe über die gesamte Fläche 1,25 und hier an der langen Stelle ja, ungefähr 1,67. Und der große Unterschied, das werden wir gleich drüben sehen, ist die Höhe. Hier haben wir 69,4, also knapp 70 cm in der Höhe. Insgesamt also ein richtig schön großes Volumen, aber groß und quadratisch. Und dann löst Pössl das so, dass ihr hier an der Seite Platz für 2x11 Kilo Gas habt, die nebeneinander stehen. Davor ist sogar noch Stauraum, den man von oben beladen kann. Und dahinter ist der Frischwassertank. Lastrada hat sich das ganz anders gedacht. Lastrada sagt, wir brauchen keinen tiefen, großen Stauraum, sondern nehmen da lieber den Raum für den Mittelgang, um es komfortabler zu machen. Und bieten dem Kunden die Möglichkeit, hier hinten, wenn er will, das ganze Bett zu nehmen und easy hochzuklappen, dass man hier auch Dinge quer reinstellen kann. Dann hat man nämlich hier eine Ladebreite von 1,83 und wir wollen es mal fair bei aufgebautem Bett quasi vergleichen. Und hier dadurch, dass wir das Doppelbodenniveau haben, eine Höhe von 86 cm, also 16 cm mehr als drüben. Und damit eben für einige Fahrräder, gerade wenn man sportliche Räder fährt, die Möglichkeit einfach Vorderrad rauszunehmen und die Räder hier drunter zu stellen. Teure Elektro-Mountainbikes, hochwertige Rennräder sind ja manchmal schon Sachen, wo man sagt, die knote ich ungern hinten ans Fahrzeug ran. Von der Tiefe ist es dann aber natürlich deutlich geringer. Hier haben wir 68 cm, aber auch hier haben wir eine tiefe Lösung. Die geht bis da hinten rein, da haben wir 1,80. Also für lange Dinge habt ihr ausreichend Platz und für alles andere auch. Und ehrlicherweise, wir reden hier über Kastenwagen. Ihr seid in der Regel zu zweit unterwegs. So viel Stauraum braucht man nicht. Es muss übrigens keiner eine zweite Toilette mit dabei haben. Die bauen wir ja nur im Zuge des Umbaus auf die Trenntoilette aus. Und falls man jemals wieder zurückbauen würde, kann man sich die aufbewahren. Das, was ich drin vorhin angedeutet habe, kann man hier wunderbar an den Türen erkennen. Wenn ihr euch die Türverkleidung hier anschaut, dann habt ihr hier die überlappende Isolierung, die drauf baut und die einfach, wenn ich die Türen schließe, hier drüber steht und dann mit der anderen Tür abschließt und dadurch kann natürlich insgesamt deutlich weniger kalte Luft hier über die Dichtung in den Innenraum ziehen. Wenn man sich das mal als Detail drüben anschaut, ist es hier so, dass ihr, wir machen mal die Tür genauso zu, hier eben nichts überlappend ist. Dementsprechend habe ich hier eine Lücke und schaue auf die Kante drauf.
Dadurch zieht es dann hier, wenn der Wind im Herbst oder frühen Frühjahr hier kühl durchzieht, ein bisschen durch. Da sagt Pössl natürlich auch nicht, muss so bleiben, sondern dieses Fahrzeug kann ich mit einer Isomatte für hinten bestellen oder mit einem Winterpaket, da ist die Isomatte mit drin. Und dann habe ich die komplette Rückwand nochmal von innen mit einer Isolierung zusätzlich verkleidet und sperre diese Kältebrücke komplett aus. Also viele Dinge, wo man jetzt auf den ersten Blick sagt, da sind Unterschiede zwischen Lastrada und Pössl, sind so, dass wir sie durch ein bisschen Gehirnschmalz oder Optionen, die wir dazu bestellen oder Umbauten, die wir machen, wieder gleichwertig herstellen kann. Und so, glaube ich, kriegt man die meisten Wünsche ganz gut zusammengefasst. Einer der Punkte, an denen sich die Fahrzeuge besonders unterscheiden lassen, ist so ein bisschen auch das, ich nenne das jetzt mal Look and Feel, wo jeder für sich selber einfach ganz subjektiv entscheidet, das gefällt mir oder das gefällt mir. Bei Lastrada muss man ganz klar sagen, das spielt im ersten Augenblick keine große Rolle. Jeder Lastrada ist großartig von der Verarbeitungsqualität. Sie sehen aber komplett unterschiedlich aus. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Wir haben 12, 13, 14 verschiedene Hölzer. Wir haben 6 oder 7 Serienstoffe, ungefähr gefühlte 150 Ausweichstoffe, Teilledervarianten, 30, 40 Vollledervarianten. Das könnt ihr, wie ihr hier seht, hier ist zum Beispiel jetzt grau mit weiß, in verschiedensten Varianten kombinieren. Und so kann sich wirklich, wenn ihr den Grundriss mögt, jeder sein Lastrada bauen. Der eine mag hellen Möbelbau mit dunklen Klappen, der nächste will alles in grau und weiß und wieder der nächste sagt, ich möchte unbedingt in die gemütlichen Welten eintauchen. Und so sieht wirklich euer Avanti aus, wie ihr ihn haben wollt. Insgesamt bietet Lastrada viele Optionen schon ab Werk an. Also Dinge, die wir beim Road Cruiser XL drüben umgebaut haben, Lithiumbatterie und solche Sachen, kann ich hier ab Werk mitbestellen. Was es einerseits natürlich perfekt aufeinander abgestimmt macht, andererseits auch für uns etwas einfacher im Handling. Ein paar Spezialitäten bauen wir dann immer noch um, aber das, was zum Beispiel eine Option ist, die uns nur Lastrada bietet, ist, das heißt dort Komfortpaket 2, das sind hier die SKA-Sitze, sind Sitze, wo ich ganz viel einstellen kann. Zum Beispiel hier Sitzlängenverstellung, gerade wenn ich groß bin, Neigung, Höhe, viel einstellen kann und damit, glaube ich, in einem Fiat Ducato Kastenwagen wahrscheinlich den besten Sitzkomfort erreichen kann, den ich haben will. Und Sitzkomfort ist was sich Lastrada auch sonst auf die Fahnen schreibt, auch wenn ihr hier im hinteren Bereich, ich rutsche mal kurz rüber, Tisch ein bisschen nach vorne, hier sitzt, habe ich hier die Möglichkeit, die Sitzbank zu entriegeln und nach vorne zu ziehen. Das heißt, ihr seht, wie das hier nach vorne kommt. Und damit habe ich eben das hier durchaus ein bisschen gemütlicher und kann mich so ein bisschen chefmäßig zurücklehnen und einfach mal andere Leute machen lassen und gucken, wie da draußen der Fluss, an dem ich stehe, an mir vorbeifließt. Insgesamt einfach eine gemütliche Geschichte. Der Tisch ist bei Lastrada immer der gleiche, serienmäßig mit so einem riesengroßen Ausziehteil. Das drehen wir uns mal kurz rüber und dann merken wir uns für unseren Weg gleich rüber in Road Cruiser, wie groß das ist. Einmal Tisch 92 cm. Mit dem Ausklappteil 1,37 Meter. Das ist gewaltig. Heißt aber auch, dass ihr nicht mehr rein und rauskommt, wenn es so ausgeklappt ist. 52 cm breit. Also wirklich ein großer Tisch. Den braucht man aber natürlich auch nicht ganz rumdrehen. Der rastet in verschiedenen Positionen ein. Ne, tut er nicht. Den könnt ihr euch hinstellen, wo ihr ihn haben wollt. Das heißt, man kann von überall gut ran. Und wem das an Fläche noch nicht reicht, vorsichtig, der kann sich zum Beispiel hier noch eine zusätzliche Arbeitsfläche rausklappen. Auch groß, auch ja, wenn sie richtig eingerastet ist, gerade und richtig schön robust. Da kann man auch mal einen vollen Nudeltopf draufstellen. Und wenn ihr sie nicht braucht, ist das hier kein verschleißender Clipmechanismus, sondern einfach eine Magnetleiste, die das Ding festhält. Das heißt, da rappelt und klappert nichts. Insgesamt ist der Küchenblock, glaube ich, sowieso was, wo man beim Lastrada sagen kann, da steckt viel Liebe zum Detail drin. Da ist vieles aufwendig gelöst. So Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, wenn du einmal hier mit rumkommst, bitte. Anstatt hier wenige Schubladen groß zu machen, sagt Lastrada, naja, was braucht man in der Küche? Viel Ablagefläche. Machen wir also auf der einen Seite 2 große Schubladen. Natürlich alles mit so einem Soft-Einzug mit hinten dran. Und auf der anderen Seite neben der großen Besteckschublade noch 2 kleinere, damit ihr den Raum eben optimal nutzen könnt. Und das Ganze garniert von oben mit einem Kochfeld, was sich Lastrada separat anfertigen lässt. Ganz konsequent auf 2 Kochplatten ausgelegt, die groß sind, wo ich einen richtig, na, kommst du raus, zack,
ein richtig robustes Gitter habe, das kriege ich nicht kaputt. Und so kann ich das ganze Ding perfekt sauber machen und das auch perfekt wieder reinsetzen. Und das sitzt hier alles richtig rappelfest. Dazu ein großes Waschbecken mit drin, also insgesamt einfach ein, in meinen Augen, super schicker Küchenblock, aber vor allem auch ein praktischer Küchenblock, der da ist. Auch praktisch bei Lastrada, wir haben an den Oberschränken, meist nicht bei allen Fahrzeugen, diese Rollläden mit dran. Das hat den Vorteil, dass ich eben keine Klappen habe, die hier hochgehen, die irgendwie mit anderen Klappen sich in die Quere kommen können oder die mir einfach im Laufweg stören. Die mir im Laufweg stören, weißt du, Brudi? Die mich in meinem Laufweg stören. Und auch hier hinten mit dem zusätzlichen Schränkchen dahinter, das ist übrigens einer der Plätze, wo man einen Fernseher verbauen kann. Das, was hier um die Ecke sitzt, ist übrigens so eine Truma iNet-Box. Das heißt, hier haben wir die Heizung steuerbar über eine Truma-App gemacht. Ist auch eine schöne Spielerei, kann man aber beim Pössl drüben genauso reinsetzen. Alles in allem, glaube ich, muss man sagen, der Lastrada ist ein super hochwertiges Produkt mit einem ganz tollen Doppelboden, mit einer super komfortablen Sitzbank, mit hier verhältnismäßig viel Bewegungsfreiraum und eben mit ganz viel Individualisierungsmöglichkeiten. Wollt ihr einen Kompressorkühlschrank oder einen Absorberkühlschrank? Könnt ihr euch selber aussuchen. Wollt ihr eine Dieselheizung oder eine Gasheizung? Könnt ihr euch selber aussuchen. Mit oder Elektrounterstützung könnt ihr euch selber aussuchen. Wollt ihr grau, weiß, schwarz oder braun? Dürft ihr euch aussuchen. Trockentoilette oder normale Toilette? Dürft ihr euch aussuchen. Außendusche, ja oder nein? Dürft ihr euch aussuchen. Das könnt ihr einfach alles frei gestalten. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Die Konfiguration eines Lastradas gleicht einer Bachelorarbeit, würde ich einfach mal sagen. Man muss sich im Detail damit auseinandersetzen. Also sucht euch euren Partner gründlich aus, am besten uns, und stellt ihm Fragen auf Herz und Nieren, dass der Wagen wirklich so wird, wie ihr ihn haben wollt. Bei Pössl ist das alles etwas leichter, weil Pössl ab Werk eben viele Varianten gar nicht anbietet. Was euch da aber fehlt, können wir von Togo dann wunderbar machen. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal gemeinsam rüber in den Pössl und gucken, wie dort Küche und Sitzgruppe aufgebaut sind. Beim Pössl ist der Küchenblock zum Beispiel ein bisschen anders gelöst. Und zwar ist der, obwohl das Auto gleich groß ist, deutlich kleiner. Das sieht man schon, wenn man das hier aufmacht, haben wir einfach insgesamt weniger Raum im Küchenblock. Warum ist das so? Wir haben hier, muss man an der Stelle immer noch mal sagen, wir haben hier ein Bett mit, was hatten wir von gemessen, knapp 2,10 Meter Bettenlänge, gewaltig langes Bett. Und wenn ich hinten das Bett 15 cm länger mache, auch einen Kühlschrank dazwischen habe, dann irgendwo müssen die Sachen ja hin. Das heißt, hier ist ein bisschen im Küchenblock Raum eingespart. Wenn ihr sagt, ihr seid nicht solche riesen 2,15 Meter Bett, braucht ihr nicht, schaut euch einen normalen Road Cruiser oder den Road Cruiser Revolution an. Das sind Fahrzeuge, die einen größeren Küchenblock haben, auch das Raumbad, aber hinten dann ein etwas kleineres Bett. Hier ist auf jeden Fall das Waschbecken ein bisschen kleiner, die Kochfelder ein bisschen kleiner. Das wird auch wunderbar funktionieren und die wenigsten Leute kochen sich ja richtig große Menüs. Bei Pössl ist es so, wir haben hier das Holzdekor Elegance. Noch ein bisschen mehr Licht an. Das ist in diesem Sinne, heißt bei Pössl Calver Apfel. Das gibt es auch schon die eine oder andere Saison. Als Alternative dazu gibt es hier das Holzdekor Elegance. Das heißt, da hättet ihr graues Holz mit weiß glänzenden Klappen. Das sind die Auswahlmöglichkeiten, die ihr habt. Ähnlich wie beim Lastrada ist es so, dass ihr hier auch eine Arbeitsplatte habt. Die ist natürlich etwas kleiner. Der Aufsteller ist etwas einfacher. Aber was ich eingangs gesagt habe, am Ende macht Pössl nie eine schlechte Lösung, sondern oft eine einfachere Lösung. Und eine einfache Lösung muss ja nicht zwingend eine schlechte Lösung sein, sondern es geht hier immer um das gute Abwägen zwischen Preis und Leistung. Und eben am Ende auch für die größere Menge an Menschen attraktiv zu sein. Hier haben wir ein bisschen andere Schubladenaufteilung. Zum einen seht ihr, das Ganze läuft ein bisschen anders zu als bei Lastrada. Wir haben hier Besteckschublade, kann man sich aussuchen, welches es sein soll. 2 kleinere Schubladen und darunter 2 größere, eine flache und ganz unten, wobei die sind glaube ich sogar gleich hoch, nochmal eine genauso große Schublade. Also auch durchaus 4 Schubladen, aber etwas anders aufgeteilt. Das Zulaufen hier ist einfach so, dass man hier ausreichend Platz hat, aber das Raumbad ragt hier natürlich etwas weiter in den Raum rein. Beim Road Cruiser XL habt ihr den Kühlschrank hier auch schön auf Augenhöhe.
Ich kann nicht ganz so weit zurücktreten, aber wenn ich die Lamellentür von der Nasszelle rüberklappe, beim Lastrada muss ich ja auch die Badezimmertür aufmachen, damit ich das nutzen kann, habe ich hier auch den gleichen Bewegungsfreiraum. Hier ist er etwas konsequenter nach oben gesetzt, das heißt, ich habe oben nur eine ganz kleine Ablage und unten drunter einen richtigen Kleiderschrank, das wir drüben eben bei Lastrada unterm Bett hatten. Und so einfach eine andere Aufteilung. Und wenn man das eben wollen würde, beim Lastrada hatten wir ja so ein bisschen diesen Rückschnitt, sage ich mal. Hier ist es so, wenn ihr das jetzt zumacht, haben wir eine mehr oder weniger klare Trennung zwischen Wohnen und Schlafen. Was viele Leute, wir haben viele Leute, die solche Fahrzeuge auch durchaus im Alltag mal als Selbstständige, sag ich mal, als Architekt auf einer Baustelle, als letztes Jahr haben wir einen Impfarzt dabei gehabt, der gesagt hat, ich habe dann einfach meinen eigenen Aufenthaltsraum dabei, eine klare Trennung zwischen privat und geschäftlich hat. Oder wenn ihr eben sehr unterschiedliche Rhythmen habt, dass einer etwas früher ins Bett geht, der andere vielleicht vorne noch ein bisschen länger fernsieht oder am Laptop sitzt oder liest, dass man das mit dem Licht auch ein bisschen auseinander bekommt. Der Fernseher ist zum Beispiel was man nicht ab Werk mitbestellen kann. Den haben wir hier eingebaut mit so einer Tenhaft Sidetrack-Anlage oben drauf. Alles schön auf dem schwenkbaren Arm. Das Ganze kann ich nachher rumklappen, dass ich das auch aus dem Bett benutzen kann. Da stimmen wir mit euch dann die Lösung ab, die ihr für euch haben wollt. Und hier ist es halt eine super komfortable Lösung, wenn man in der Sitzgruppe sich das gemütlich machen will, Fernseher ein Stückchen rausrutschen, dann hat man hier zwei richtig gemütliche Fernsehsessel. Bei Pössl müsstet ihr den Weg gehen und euch den sogenannten Alternativtisch, das ist eben jenes Teil, das unten rausschwenkt, separat bestellen. Ihr seht auf den ersten Blick, das ist ein bisschen kleiner. Der Serientisch ist 91, das ist glaube ich fast das gleiche wie drüben. Ich meine, da hatten wir eben 95 oder 96. Und der gesamte Tisch ist 1,22. Für 2 oder 3 oder auch 4 Personen sicherlich immer noch ausreichend. Und hier ist er 55 cm breit. Also so unterschiedlich sind die Maße an sich nicht. Ja, jetzt haben wir uns die Fahrzeuge so ein bisschen von vorne nach hinten und von hinten nach vorne und von oben nach unten angeschaut. Jetzt ist natürlich für mich so ein bisschen die Frage, was ist denn der Wagen, der für euch die interessantere Variante ist? Das finde ich einfach für mich immer super spannend. Wenn ich mit Kunden hier vor Ort spreche, merke ich, dass die Entscheidungen oft sehr schnell und aus dem Bauch raus gefällt werden, weil die Leute einfach reingehen und sagen, so ihr sucht euch die Punkte, an denen ihr euch quasi festbeißt. Sei es die große Stehhöhe, das lange Bett, ein bestimmtes Raumgefühl, der Doppelboden bei Lastrada, vielleicht die Art der Nasszelle oder das Raumbad, was man auf jeden Fall haben will oder eben auf keinen Fall haben will. Witzigerweise ist es so, dass ihr bei vielen Fahrzeugen beim ersten Schritt ins Fahrzeug erkennen könnt, das ist meine Lösung oder eben auch nicht. Lasst euch von dem ersten Eindruck nicht sofort blenden. Bleibt in den Autos mal 10, 15 Minuten einfach sitzen und überlegt euch, ob das jeweils für euch eine Urlaubsvariante ist. Weil ich glaube, dann kann man sich das, gerade wenn man schon mal einen Kastenwagen gehabt oder gemietet hat, sehr gut vorstellen, ob das dauerhaft funktioniert. Wir wollen euch halt vor allem aufzeigen, was die Varianten sind. Das habe ich ja vorhin schon einmal kurz gesagt und ich glaube, dass jedes Auto so ein bisschen seine genaue Zielgruppe hat und wenn ihr uns erzählt, was eure Wünsche sind, finden wir für euch das richtige Fahrzeug und ich glaube, das ist das, was bei dem ganzen Thema zählt und das ist ja auch so ein bisschen das, weshalb wir die YouTube-Videos machen, damit ihr einen guten Einstieg in die Welt habt, damit ihr seht, was es für Varianten gibt und ich hoffe, das ist in dem Video uns ein bisschen gelungen, euch zu zeigen, was zwei großartige Varianten als Einzelbettenfahrzeuge bei 6,36 Meter sind, nämlich dieser wunderschöne Pössl Road Cruiser XL und der richtig coole Lastrada Avanti EB da drüben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video gehabt zu haben und mit allen kommenden Videos noch zu haben. Schaut euch die in Ruhe an und wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf uns zu. Viel Spaß, bis bald und alles Gute.